Und jetzt freue ich mich auf ein Wiedersehen mit Michel. Er hatte vor 10 Jahren einen wirklich schlimmen Badeunfall und ist seitdem querschnittgelähmt. Wir haben ihn damals kurz danach getroffen und waren sehr beeindruckt, wie er gekämpft hat und trotz seiner Behinderung fast normal weitergelebt hat. Jetzt ist Michel erwachsen und ich sag mal so, privat und beruflich hat sich wirklich viel getan bei ihm. Erwachsen ist er geworden. Das ist unser erster Gedanke, als wir Michel Kasch am Timmendorfer Strand nach gut 10 Jahren wieder treffen. Aber uns gegenüber sitzt immer noch derselbe zuversichtliche Junge von damals. Ich habe das Meer wie einen höheren Schwierigkeitsgrad, wie in einem Spiel gesehen. Es ist halt einfach jetzt alles ein bisschen schwerer, aber trotzdem noch möglich, ne? Es ist diese positive Einstellung, die uns schon damals beeindruckt. Im Sommer 2009 ist Michel mit Freunden baden. Bei einem Kopfsprung verletzt er sich schwer und ist seitdem querschnittgelähmt. Aber nur ein paar Wochen später gibt uns der damals 15-Jährige schon ein Interview, als hätte er das alles locker weggesteckt. Das war ein mega warmer Tag. Wir waren mit ein paar Leuten am Strand und dann wollten wir uns halt abkühlen, sind ins Wasser gesprungen und irgendwann bin ich einfach zu steil reingesprungen. Und dann bin ich halt mit dem Kopf auf den Boden aufgekommen. Nach dem 3. Tag hat er die Augen aufgemacht und hat gesagt, so, und nun habe ich das verdaut und jetzt geht's los. Und seitdem ist er nur positiv. 6 Monate bleibt Michel im Krankenhaus. Dann startet er durch. Er macht sein Abi, fängt ein Fernstudium an, übrigens alles Dinge, auf die er vorher keine Lust hatte, und gründet ein eigenes Start-up. Die Idee dazu kam aus der Not heraus. Wegen schwerer Krämpfe verschreibt der Arzt Michel medizinisches Cannabis. Das Rauchen in der Öffentlichkeit ist ihm aber unangenehm. Deshalb entwickelt er ein Do-it-yourself-Set, mit dem man die Wirkstoffe aus Cannabis verflüssigen kann. Im Endeffekt verkaufen wir die Möglichkeit, dass man eben es nicht rauchen muss oder verdampfen muss, sondern dass man es eben trinken kann. Und nicht nur beruflich, auch privat läuft's bei dem 25-Jährigen. Seit 6 Jahren ist er mit Alia zusammen. Die zwei kennen sich noch aus Schulzeiten. Ich meine, ich habe mich in den Menschen verliebt und nicht in die Beine. Und wenn man eben positiv und optimistisch durchs Leben geht, dann schafft man auch alles zusammen. Wir sind ein ganz normales Pärchen, sagen die beiden, mit minimal umständlicherem Alltag. Nichts, was sie aufhält eben. Klar, irgendwann natürlich auch heiraten dann demnächst und dann irgendwann in Zukunft auch Kinder, ne? Das ist so der Plan für die Zukunft, oder? Ja, kleiner Mini-Michel, eine kleine Mini-Alia. Da kann man den beiden ja nur die Daumen drücken, dass alle ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Wobei, eigentlich hat Michel ja schon bewiesen, dass er das, was er sich in den Kopf setzt, auch schafft. Ja, wir wünschen auf jeden Fall viel Glück. Babys sind ja